nächstes die Keynote von Christmann und Pfeiffer von Herrn Thomas Weigel, der Systemadministrator ist und der uns was über Workflows erzählen will. Herr Weigel, können Sie mich schon hören? Ich kann Sie hören, Sie mich auch? Jetzt kann ich Sie auch hören, das ist wunderbar. Ja. Wie geht's Ihnen heute? Gut soweit, ja. Großartig. Sie haben uns das Thema Easy Workflow Creator mitgebracht, habe ich vernommen. Und worum genau wird es in Ihrem Vortrag jetzt gehen? Es geht darum, dass wir die verschiedenen Prozessabläufe, die man so bei den täglichen Aufgaben hat, einfach abbilden wollten, ohne wirklich tiefe Kenntnisse haben zu müssen im System. Okay, da bin ich mal gespannt, was Sie zu berichten haben und übergebe Ihnen gerne das Wort. Ja, sehr gerne. Ja, steigen wir direkt ein. Mein Name ist Thomas Weigel. Ich bin der Systemadministrator bei Christmann und Pfeiffer. Ich werde Ihnen heute ein bisschen was zu dem Thema Easy Workflow Creator erklären oder erzählen. Das Ganze ist ein Add-on unseres Matrix 42 Partners Inomea GmbH. Als Ansprechpartner wäre da der Herr Britta zu nennen, der Sie gerne auch weitergehend beraten kann, wenn dann Fragen aufkommen oder Interesse besteht zum System. Kurz zur Firma Christmann und Pfeiffer. Wir sind ein Bauunternehmen aus dem Mittelstand. Wir bieten verschiedene Leistungen an, vom Planen bis hin zum fertigen Bauen. Mit der Schwesterfirma kann man das Ganze sogar einrichten. Auf der nächsten Folie sieht man mal so ein paar Zahlen. Da will ich aber gar nicht ganz so weit drauf eingehen. Man sieht hier halt, die Christmann und Pfeiffer, beziehungsweise die IT-Abteilung ist in der Christmann und Pfeiffer Construction angesiedelt. Das ist der linke Bereich, der mit Bauen markiert ist. Wir betreuen insgesamt mittlerweile 15 weitere Tochterunternehmen. Dementsprechend umfangreich ist natürlich auch unser Portfolio, was wir darstellen müssen und die Services, die wir leisten müssen. Unsere Geschäftsführung kam daher auf uns zu und hat darum gebeten, dass wir doch diese ganzen Abläufe mal mit Checklisten führen sollten, dass wir einfach nachweisen können, wir haben die verschiedenen Schritte gemacht. Das war uns aber dann ehrlich gesagt zu wenig praktikabel. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut und in der Matrix 42 Welt gibt es mit den Aufgaben im Workspace Manager ja schon ein gutes Mittel, mit dem man arbeiten kann, was der Checkliste sehr nahe kommt. Aber die Prozesse sind da nicht automatisch abgebildet. Und da kam dann eben die Inomea ins Spiel. Die hat uns ein Add-on angeboten, das eben diese Workflows einfach, schnell, unkompliziert darstellen lässt. Dann steigen wir direkt mal ein. Kurz zur Vorgeschichte. Wir haben Anfang des Jahres schon ein Produkt vorgestellt, das war die Automatisierung des Onboarding-Prozesses der Mitarbeiter. Und dadurch wurde uns schon viel Arbeit von den Schultern genommen. Im Alltag zeigt es sich aber, dass wir täglich daran arbeiten müssen, weiterhin Zeit einzusparen, um solche wiederkehrenden Prozesse zu automatisieren oder wenigstens Teil zu automatisieren und aber auch dokumentierte Abläufe dazu haben, dass die Kollegen auch sich daran langhangeln können, auch wenn sie mal nicht aus der IT kommen. Um die bestehende Infrastruktur dann nicht zu gefährden, ist es natürlich wichtig, dass man ein Change Management betreibt und die verschiedenen Schritte dann auch dokumentiert mit entsprechenden Genehmigungen und so weiter. Das Ziel, was wir hatten bei der ganzen Sache, war es, wie schon erwähnt, weitere Prozesse und Workflows zu erstellen, allen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, auch denen nicht aus der IT, um eben die Arbeitsabläufe zu automatisieren, zu dokumentieren und das Ganze im Servicekatalog dann eventuell sogar shopbar zu machen. So, und auf der nächsten Folie steigen wir dann ein, direkt ins Geschehen. Wir haben festgestellt, dass es in der Standardlösung für uns wenig praktikabel war, einen Workflow zu designen, weil wir einfach das technische Know-how des Systems, des Workspace Managements nicht so tiefgreifend haben. Für das Erstellen von Workflows haben wir daher immer wieder auf andere Dienstleister oder auf Dienstleister zurückgreifen müssen, konnten es auch nicht innerhalb der Firma irgendwo auslagern, weil auch da das Know-how nicht gegeben war. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, gibt es denn da nicht irgendeine Lösung? Und die bot uns die Inomea eben an. Das sehen wir dann auf der nächsten Seite.
dass wir mit dem Easy Workflow Creator wurde das Ganze, wie der Name schon sagt, einfach. Man könnte auch Non-IT, also IT-fremde Fachabteilungen beauftragen, wenn man sie kurz einweist, dass die Workflows abbilden, die man so braucht im täglichen Geschäft. Und man kann dann auch besser zusammenarbeiten, logischerweise. Um vollumfängliche Dokumentation und Steuerung im zentralen Change Management zu gewährleisten, werden die kompletten Abläufe automatisch an ein Change-Ticket dokumentiert und daran wird dann auch gearbeitet. Kommen wir jetzt einfach mal dazu, wie man so einen neuen Workflow anlegt. Ich werde das gleich in einem Beispiel machen, werde aber auch nicht auf alle Funktionen eingehen können und aufgrund der Zeit, die mir zur Verfügung steht auch. Also im Administrationsbereich befindet sich der Easy Workflow Creator unterhalb der Dienste, Workflows, Workflow-Definitionen, dann wird das Add-on dort eingespielt. Auf der rechten Seite sieht man dann mal so die grobe Übersicht. Einen neuen Workflow erzeugt man ganz einfach mit einem Klick auf Workflow Template Type hinzufügen. Über die Eigentümerinformationen kann man dann die Zugehörigkeit des Prozessablaufs festlegen und die Berechtigung bereichsübergreifend steuern. Die Basisinformationen Name, Kategorie, Status und ein Standardtext für den Ticketinhalt kann man jetzt zentral für den kompletten Workflow hinterlegen. Auf der nächsten Folie sieht man dann auch den weiteren Bereich, weiteren Teil, der dann aufgeht. Im unteren Bereich sieht man nämlich dann eine Tabelle, in dem man die Prozessschritte dann hinzufügt, die eigentlichen Prozessschritte, indem man einfach auf den Plus drückt. Ich werde anhand der ersten beiden Schritte das Ganze hier mal zeigen, weil, wie schon gesagt, die Zeit sonst einfach zu knapp wird. Sie sehen, dass es weitere Schritte in diesem Template, was wir uns hier ausgesucht haben, gibt. Das ist eine Zuweisung einer Lizenz für Microsoft Dynamics zu einem Mitarbeiter und entsprechend auch die Zuweisung der Sicherheitsrollen und die Dynamics-App für Outlook, sprich das Add-in für den Outlook-Client zu installieren. Das passiert dann im letzten Schritt, wobei ich im nächsten Schritt zeige ich jetzt erstmal die ersten beiden Schritte und alles weitere sehen wir dann. Also, wir erstellen als erstes einen Prozessschritt. Hier kann man aus einer Vielzahl verschiedener Aktivitätstypen auswählen. Wir haben in dem Beispiel einen Task, eine Servicezuweisung kommt auch noch vor, ein Template oder ein Prozess, den wir auswählen. Man kann auch eine E-Mail versenden, das kann man machen, wie man will. Insgesamt setzt sich das Ganze zusammen aus dem Namen, den man später in dem BPMN-Diagramm auslesen kann. Also man kann das Ganze auch auslesen als Prozessdiagramm später. Die Reihenfolge muss man hinterlegen und natürlich den Aktivitätstypen. Dann gehen wir auf die nächste Seite. Da sehen wir, dass wir in dem Beispiel hier innerhalb dieses Prozessschrittes auf ein bereits vorgefertigtes Template zurückgreifen. Die Lizenzprüfung ist ein eigenständiges Template, die ich aber hier in diesem Prozess einfach mit eingebunden habe. Das besteht dann wiederum aus eigenen Schritten. Das sehen wir auch im nächsten, sehe ich dann mal, wie man so einen Template-Prozess anlegt und dann entsprechend einen Subprozess wählt. Also ich wähle erstmal den eigentlichen Schritt im Easy Workflow Creator, wähle dort als Aktivitätstyp Template Process, gebe dem Ganzen einen Namen, lege die Reihenfolge fest. Sie sehen jetzt, ich habe mit 10 angefangen, das ist der erste Schritt in meinem Template. Dann wechsle ich in den Reiter Workflow Template, das ist jetzt untere Bild. Da wählt man dann den vorgefertigten Prozess in diesem Fall aus, das Template, das man auch im Easy Workflow Creator erstellt hat. Man kann mit dem Haken auf Fertigstellung warten, kann man beeinflussen, ob wirklich dieser Prozess erst abgearbeitet werden muss oder ob auch parallel schon weitere Prozesse laufen können. So, was als nächstes passiert, oder im nächsten Bild sehen wir dann einfach mal das Prozessdiagramm, das ich auch jederzeit herunterladen kann aus diesem Prozess oder aus diesem Workflow. Dieser Subworkflow, den wir jetzt hier vor uns haben, das ist die Lizenzprüfung. Das ist schlicht und ergreifend erstmal eine Beschreibung, wie
prüfe ich meine Lizenzen nach, ist noch eine Lizenz frei, und wenn nicht, soll ein weiterer Schritt oder ein weiterer Task aufgehen, in dem die Bestellung dann ausgelöst wird. Das sehen wir im nächsten Schritt, ist das Ganze dann mal aufgeführt. Also im Detail wurde ein Task definiert. Der nennt sich Lizenzprüfung, also Microsoft Cloud Service Lizenzprüfung. Das ist dieser Sub-Workflow, der startet. Dann kommen die Verantwortlichen für diesen Schritt. Das ist der nächste Reiter auf der nächsten Seite. Hier kann ich eintragen zum einen Rollen, die ich definiert habe, das License Management in unserem Fall. Ich kann auch fest eine Person eintragen als Recipient. Ich kann aber auch, wenn man vorne sieht, den Haken setzen und kann dynamische Empfängerrollen oder Empfängerpersonen definieren. Und bei den Aktivitäten das ist dann der Bereich, wo spannend wird. Hier erstelle ich oder ordne ich erstmal eine Kategorie zu. Was passiert das? Oder was ist das für eine Kategorie, was ich gerade tue? Und innerhalb der Beschreibung im nächsten Feld dann zu finden, auf der nächsten Folie, sehen wir ganz einfach eine bebilderte Anleitung, wie gehe ich durch diesen Prüfungsprozess. Was muss ich tun, damit ich das alles finde? Wir haben jetzt hier auch Bilder hinzugefügt, dass es aber wirklich einfacher nachzuvollziehen ist für die Kollegen, die dann diesen Prozess abarbeiten müssen. Finden wir eine Lizenz, ist alles gut, dann schließe ich diesen Prozess einfach mit Erfolg. Wird keine gefunden, dann soll ein weiterer Workflow anstarten. Das sehen wir dann unter den Fehlerbehandlungen auf der nächsten Seite. Hier kann ich zum einen definieren, ob bei erfolgreichem Abschluss ein Workflow gestartet werden soll oder ob ich den starte, wenn der Abschluss nicht erfolgreich war. In dem Fall startet bei uns ein weiterer Sub-Workflow, in dem dann beschrieben wird, wie eine Lizenz zu erwerben ist. Das zeige ich jetzt in dem Fall nicht. Das ist auch wieder ein Easy Workflow, den wir erstellt haben im Vorhinein, auf den wir hier einfach nur zugreifen. Und dann wechseln wir in die Ressourcen. Hier kann ich mal für meine Kapazitätsplanung auch Zeiten hinterlegen. Wie lange brauche ich für diesen Vorgang ungefähr? Ist ganz interessant für die Kapazitätsplanung in der IT-Abteilung. Wie viele Kapazitäten sind denn überhaupt noch zur Verfügung? Das war der erste Schritt auf unserem Weg zur Microsoft Dynamics Lizenz. Der nächste Schritt ist bei uns dann die Zuweisung der eigentlichen oder der eben erworbenen Lizenz zu der Person. Wir haben es bei uns so geregelt, dass die Lizenzen aufgrund von Active Directory Zugehörigkeiten gepflegt sind. Deswegen haben wir hier einfach nur eine Serviceanweisung gemacht. Wie Sie sehen können, im oberen Bereich ist der Aktivitätstyp Servicezuweisung, das Label ist vergeben, die Rangfolge, und bei dem Installationsservice ist dann einfach nur unser vordefinierter Service für diese AD-Gruppe hinterlegt. Die Variable, die Sie hier sehen, das hat dann unser Dienstleister einmalig zugearbeitet. Die kann ich aber jetzt weiterhin für jedes Template nutzen. Das ist schlicht und ergreifend das technische Ziel aus der initialen Bestellung. Die ist hier als Variable eingepflegt, damit ich das weitergeben kann im Workflow. An dieser Stelle möchte ich dann doch die Erstellung von den Arbeitsschritten abschließen. Das Beispiel hat, wie Sie gesehen haben, noch weitere Sub-Workflows und Tasks. Das wird aber jetzt den Rahmen sprengen. Am Ende wird dieser Workflow gespeichert und ich habe dann dieses Bild, was Sie jetzt vor sich sehen. Nach der Fertigstellung kann ich dann das Flussdiagramm im Industriestandard BPMN 2.0 herunterladen. Ich habe somit eine 1:1 Dokumentation der technischen Umsetzung, auch im Prozessformat. Das ist sehr vorteilhaft. Wie sieht dann dieser Easy Workflow aus? Zum einen haben wir gerade eben gesehen die allgemeinen Informationen in den übergeordneten Prozessen, also in dem Bereich übergeordnete Prozesse. Ist übersichtlich dargestellt, von wo aus Unterprozesse aufgerufen werden, was bei der Prozessanpassung sehr hilfreich sein kann. Diese Templates, die wir jetzt eben erstellt haben, können sowohl eigenständig im Change Management genutzt werden oder auch mit Serviceartikeln im Katalog verknüpft werden. Somit werden sie shoppbar für die Mitarbeiter. Man kann da auch einen Genehmigungsworkflow ohne Probleme dranhängen, dass eben der Vorgesetzte erstmal genehmigen soll. Ist das denn so freigegeben? Das haben wir jetzt hier im Beispiel noch nicht gemacht.
Das wird aber in Zukunft auch bei uns noch so kommen. Ganz wichtig ist in diesem Fall, dass wir als Zieltyp, als technisches Ziel das AD-Konto genommen haben, weil wir eben eine Zuweisung zum Benutzer machen. Im nächsten Schritt gehe ich mal kurz den Bestellvorgang durch. Alle im System abgebildeten Workflows, wie schon gesagt, lassen sich ganz einfach und schnell an Services hinterlegen und sind so schnell und effizient für die Kunden und Endanwender verfügbar. Das ist mal ein Beispiel für diesen Workflow, den wir gerade eben erstellt haben. Da ist noch ein anderes Bild, aber das ist ja mal egal. Während des Bestellvorgangs im Weiteren, auf der nächsten Folie sehen wir dann die Liefer- und Preisinformationen des Vorgangs. Die werden sehr benutzerfreundlich und übersichtlich dargestellt. Der Benutzer weiß gleich, wenn ich das hier shoppe, habe ich einen Monatspreis von 6,40 € in diesem Beispiel, Jahrespreis von 76,80 €. Unten ordne ich noch zu, wem diese Lizenzen verteilt werden. Da habe ich jetzt im Beispiel einfach mal mich genommen. Der komplette Ablauf wird dann vollautomatisiert am Change-Ticket gepflegt. Also es wird zum einen ein Change-Ticket erstellt, wenn der User diesen Artikel shoppt. Und an diesem Change-Ticket werden die kompletten Abläufe dokumentiert. Das sehen wir im nächsten Mal ein bisschen deutlicher. Das Change-Ticket im Detail. Also ich habe alle zugehörigen Aktivitäten jederzeit sichtbar. Oben rechts der Pfeil ist das. Dann wird unten vollautomatisch im Journal werden die ganzen Schritte gepflegt. Es wird alles angehängt und ich kann auch aus dem Journal direkt in die offenen Aufgaben springen. Das finde ich sehr angenehm. Ich muss also nicht ständig hin und her wechseln, sondern kann einfach aus diesem Change-Ticket raus arbeiten und kann diesen Prozess abschließen. So. Mit dem Add-on Easy Workflow Creator vom Matrix 42 Partner Inomea haben wir hier wirklich eine einfach zu bedienende, zukunftssichere Lösung, die uns wirklich geholfen hat, auch die komplexesten Workflows abzubilden. Und das Zusammenspiel von Technik und Dokumentation wird deutlich einfacher, auch für Nicht-IT-Mitarbeiter. Und durch den No-Code-Ansatz lassen sich auch komplexe Vorgänge intuitiv teil- und vollautomatisieren und nebenbei wird alles komplett dokumentiert. Das war für uns ein sehr großer Vorteil. Ja, es war jetzt sehr schnell, aber ich hoffe, es war verständlich und nachvollziehbar. Und wenn Sie ein paar Fragen haben, können Sie mir die gerne stellen. Wenn es zu technisch wird, muss ich allerdings an meinen Partner verweisen. Denn Entwickler bin ich nicht, ich wende das Ganze nur an. Das ist überhaupt kein Ding. Vielen Dank erstmal, Herr Weigel. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Ich habe tatsächlich Fragen. Und zwar haben Sie auch die Möglichkeit, auf dem Weg einfach ein Bestellformular zu integrieren? Ja, das kann man machen. Also man kann in einem Bereich des Tickets kann man einfach eine HTML-Tabelle mit einem Beschreibungstext hinzufügen. Mhm. Das ist auch man braucht gar keine großen Kenntnisse vorher. Es ist einfach nur ein Klick innerhalb des Prozesses im Workflow-Template selbst und anschließend wird es vom Add-on übernommen. Also wirklich Low-Code, wie Sie beschrieben haben. Das ist natürlich fantastisch. Ja. Ist es denn auch kompatibel mit den von uns veröffentlichten Veränderungen hinsichtlich Workflow Worker? Das war uns ganz wichtig, dass wir da zukunftssicher aufgestellt sind. Mhm. Wir wollten nicht bei jedem Update Anpassungen an den Add-ons haben. Mhm. Also die Zukunfts- und Update-Sicherheit ist da durchaus gegeben und die Technologien werden vollumfänglich unterstützt. Mhm. Und besteht auch die Möglichkeit, das Ganze mit den vorhandenen Workflows, die Sie bereits im Einsatz haben, zu kombinieren oder muss man jedes Mal den Workflow von Grund auf neu gestalten? Nee, muss man nicht. Also man kann tatsächlich schon vorhandene Workflows mit einbinden. Wir haben gesehen, als Aktivitätstyp gibt es da auch den Sub-Workflow, den wählt man einfach aus und kann somit auf die Workflows, die schon im System vorhanden sind, zugreifen, kann die einbinden und im Easy Workflow Creator werden die dann einfach mit abgearbeitet. Mhm. Okay, gut. Erstmal vielen Dank. Vielen Dank, Herr Weigel. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fand es sehr spannend. Habe auch was Neues gelernt. Ich denke, für die meisten war es auch was Neues, weil es ja um ein Add-on sich handelt, das nicht nativ aus unserem Haus kommt, das vielleicht noch nicht jeder kennt. Insofern feine Sache. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der heutigen Konferenz. Danke. Danke.